Budapest. Heute erstmal nach Novi Sad. Eurovelo 6, der Donau entlang. Was ist los? Hier ist Umleitung. Ganz schön viele Autos unterwegs. Ich hoffe, das löst sich noch ein bisschen. Übrigens hat mein Shaken aufgehört vom Vorderrad. Also war es das Hinterrad, was quasi durch war. Und deshalb hat mein ganzes Rad gewackelt. Geile Sache, ich habe einen Radweg gefunden. Also ich kürze gerade ein bisschen ab, weil an der Donau entlang meinte Bojan, lohnt sich gerade nicht, weil das ist ein Riesenschlenker und das ist sowieso nur schlechte Straße und kleine Dörfer, wo man durchfährt. Und deshalb soll ich einfach geradeaus nach Novi Sad fahren. Bin ich sehr froh, dass ich gerade von der Hauptstraße runter kann und trotzdem einen Radweg habe. Ja, hier sieht man auch wieder einige österreichische Gebäude. Und die haben tatsächlich auch einen Radweg komplett durch die Stadt durch. Also richtig geil. Ich habe hier irgendwie ein Schäfchen gehört. Suri hat irgendwie auch Angst. Komm, wir gucken mal. Suri, komm. Ist das hier verirrt? Da ist doch ein Schäfchen, Suri. Komm her. Das ist ein kleiner Bock. Was machen wir denn mit dir? Und der findet raus, Suri? Hol das Schäfchen. Hol das Schäfchen. Suri. Na los. Das hat doch Angst. Du sollst es doch abholen. Suri, du bist nicht so gut trainiert. Aber das Schäfchen hat Angst. Suri. Suri. Komm schon. Ja, fein. Keine Ahnung, ob der jetzt hier rauskommt, Suri. Ich hab dir Platz gemacht. Kleiner Bock. Wir gehen jetzt. Schaffst du es hier raus, ja? Komm, Suri. Komm. Komm her. Was denn für das für ein kleines vergoldetes Türmchen? Sieht ganz spannend aus. Ja, wir sind jetzt kurz vor Novi Sad. Gucken wir uns mal diese schöne Kirche hier an. Nicht süß hier. Wirklich ein schönes kleines Örtchen. Die Österreicher wussten, wie man Gebäude baut. Boah, das ist richtig krass. Auf diesem Untergrund fährt sich wie Schmierseife. Bin ich auch echt langsam unterwegs und hoffe, dass das nicht mehr so lange dauert. Boah, es ist super anstrengend zu fahren. Das denkt man mit dem Auto alles gar nicht. Das sieht alles so normal aus und dann mit dem Fahrrad merkt man jetzt den krassen Unterschied. Das ist schon wirklich spannend hier zu sehen, dass ständig der rechte Fahrstreifen einfach als Parkplatz benutzt wird. Das habe ich schon in ganz vielen Städten gesehen. Da halten die Leute einfach an. Wir sind jetzt kurz vor Novi Sad und wir gucken uns jetzt die Festung von Novi Sad an. Wir müssen über einen kleinen Hügel, aber der ist nicht allzu steil. Da bin ich mal gespannt, wie das von oben aussieht. Auch berühmt, ich glaube, weil die Kunden- und Stundenzeiger vertauscht sind. Bin ich froh, dass wir diese ganzen Berge erstmal hinter uns haben. Hier diese nur angucke. Aber es sieht schön aus. Fahrradwege, ach, so schön, nicht auf den Straßen fahren zu müssen. Sieht richtig schön. Alles hier ist richtig schön. Ich liebe sie, die autofreien Innenstädte. Haben die hier im Balkan richtig gut gemacht. Ich habe mir Novi Sad doch noch eine kleine Pause gegönnt. Eiskaffee, Pizza und Salat. Ganz schön viel Pizza hier auf der Reise gegessen, aber das ist einfach auch echt lecker. Und so kriegt immer den Rand. War echt ganz süß gerade. Da kam ein ganz junger Serbe auf mich zu, das heißt Mitte 20 vielleicht. Hat mich gefragt, ob ich irgendwas brauche, ob ich Essen brauche, ein Restaurant, ein Schlafplatz, dass er mir alles zeigen kann. Aber ich will ja jetzt zum Fahrradgeschäft gucken, ob vielleicht meine Kette wechselt. Vielleicht ist es aber auch nicht notwendig. Und dann noch so 2 Stündchen fahren. Weil langsam wird es angenehm kühl. Ich habe jetzt echt 5 Stunden ausgeruht, in 2 Restaurants, gut gegessen und jetzt können wir noch ein bisschen fahren. Aber war echt süß, weil mir das direkt angeboten hat. Die Fahrradwege, Parkplätze. Das war mal wieder lustig. Der Motorradfahrer da vorne meinte, mir gerade hinterher gefahren und meinte, darf ich dich was fragen? Warst du vorgestern in Los Nizza? Ich
so, ja. Dann hat er mir erklärt, dass er mir mit dem Auto in der Einbahnstraße entgegengekommen ist und dass er sich an mich erinnert wegen Zuri und meiner GoPro auf dem Helm. Es war ganz überrascht, dass ich bis hierhin mit dem Fahrrad gefahren bin. Das war süß. Krass, wie man irgendwie die Leute wieder trifft. Nur hier Fahrrad zu fahren, weil es ja einfach so viele geile Fahrradwege gibt. Leider habe ich den Fahrradshop nicht gefunden, aber ich meine, die Kette wird schon halten. Das heißt, ich werde das in Budapest checken. Vielleicht finde ich noch was auf dem Weg, wenn nicht ist Budapest auch nicht so weit. Die bescheuerten italienischen Abständer. Aber außenrum. Das ist ja mies hier. Oh, völlig unnütz. Das wird eine knappe Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie wir hier vorbeikommen sollen. Thank you. Thank you. Das sollte wohl halt kleiner sein, ne? Oh, es soll doch ewig aus der Stadt rauszukommen. Das zieht sich voll. Das ist ganz schön gesichert, das Gebäude hier. Alle paar Meter angeleinte Hunde. Der hat eine ganz schön lange Leine. Muss wohl den ganzen hinteren Teil sichern. Oh, wie zugemüllt das hier ist. Zugemüllt ist ja kein Ausdruck für vorne. Fühlt man sich direkt unwohl, wenn man hier durchfährt. Gott ey, ich hoffe mal, ich sehe keine Glasscherben auf dem Radschrei. Was kann ich damit machen? Oh, das ist ja ekelhaft. Oh Gott, wie das hier aussieht. Das sind wohl die Vororte. Gut, dass es noch hell ist. Im Dunkeln fühle ich mich hier ein bisschen unwohl. Aber immerhin gibt es noch einen Radweg. Würde ich nur langsam gerne hier rauskommen. So, ich wollte euch jetzt zeigen, wo ich geschlafen habe. Also hier ist das Feld. Ich bin gerade am Einpacken. Hier ist Zuri. Dahinter ist die Straße. So, dann packen wir jetzt mal zusammen. Dann wird schon 4:45. Der Tag beginnt. Gut, starten wir. Ich sehe bestimmt beschissen aus. Ich habe auch echt gleich geschlafen, weil hier war ein Mückenfeld. Und ich wusste echt nicht, was ich tun soll. Ich habe mich versucht, im Schlafsack zu verkriechen. Und ich habe Mückenspray überall dann nachts irgendwann drauf gemacht. Und Zuri lag halb auf mir. Und naja, war nicht die beste Nacht, aber wird schon. Dass ich Zuri gestern schon den ganzen Tag nicht bewegt habe, lasse ich sie jetzt wenigstens ein bisschen rennen. Noch nicht so viel Verkehr. Budapest, 253 Kilometer. Wir fahren nicht den direkten Weg, aber ist echt nicht mehr weit. Ja, schauen wir mal, ob es hier irgendwo ein Café gibt. Knapp 2 Stunden Fahrt. Ich jetzt ein bisschen Kaffee trinken und auch Akku wieder aufladen. Ich hatte meine Hoffnung schon fast aufgegeben und dann tauchte dieses Restaurant auf. Und jetzt habe ich Omelette und Cappuccino zum Frühstück. Zuri hätte auch gerne was. Uhr gestärkt, 1,5 Stunden Pause gemacht, 50 Kilometer mehr Akku. Und jetzt geht's weiter. Lustig war, dass gerade auch ein Serbe auf mich zukam und meinte, dass er mich gesehen hat in Montenegro in Budva. Dass er sich an mich erinnert wegen Zuri. Schon sehr erstaunlich, und die irgendwie alle wieder trifft. Hi! So, ich glaube, hier gibt es einen kleinen See. Können wir mal kurz Pause machen. Zuri ein bisschen Erfrischung gönnen. Sieht doch nett aus hier. Kam da direkt ein Mann zu mir und meinte, verboten, verboten, keine Hunde, als Zuri im Wasser war. Verstehe ich halt echt nicht. Ich meine, wer sagt, dass so ein See, der etwas Natürliches ist, dass sich nur Menschen erfrischen dürfen und keine Hunde, finde ich total bescheuert. So, die Landschaft ist so eintönig. Passiert ja auch nicht so wirklich was. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich da vorne eine Tankstelle sehe, weil ich freue mich sehr, was Kaltes zu trinken. Vielleicht ein Eis, ein bisschen Pause zu machen. Das ist schon noch wirklich richtig heiß heute. Es sind mindestens 33 Grad, würde ich schätzen. Echt ganz schön hier, ein bisschen abgelegen von der Straße. Hier ist die Tankstelle. Ich habe mir jetzt Eis und Wasser gekauft. Jetzt kann ich mich da hinten ein bisschen hinchillen. Wie traurig diese Sonnenblumen aussehen. Hier wird unglaublich viel Mais angebaut, wo überall Schilder dran sind und Hybrid draufsteht. Das könnte sein, weil es vielleicht nicht EU ist, dass sie das ja hier anbauen dürfen und hier alle die Sorten austesten. Es gibt unglaublich viele verschiedene. Eine von vielen. So, wir sind hier in Subotica.
der letzten Stadt in Serbien vor Ungarn. Bin gespannt, wie sie aussieht. Soll sehr, sehr schön sein. Auf jeden Fall viele schöne Kirchen. Oh, ich liebe diese Dächer. Ja, Pausezeit. Das ist die Civil Hall, also Rathaus quasi. Wie groß das ist echt gigantisch. Aber echt auch wirklich schön. Ich habe jetzt 3 Stunden in der Eisdiele gehangen. Bisschen blöd, weil die ersten 2 Stunden das Akku schon wieder nicht geladen hat. Mein Akku nur ein bisschen geladen, aber fast schon. Ich morgen früh nochmal irgendwo hinsetzen. Übrigens am Akkuladegerät, dass das einen Wackelkontakt hat. Ich dachte, es wären die Batterien, aber es sind Gott sei Dank nicht die Batterien. Das ist ein Schnellladegerät. Das ist blöd, das weiß natürlich dann auch beide Batterien betrifft. C&A, Deichmann, Taco, New Yorker, H&M. Das kommt sich schon fast vor wie in Deutschland. Ich habe mich ganz nett mit der Bedienung von der Eisdiele unterhalten und er meinte, ich soll unbedingt zu diesem See hier fahren. Der ist nur 7 Kilometer außerhalb. Der ist ja zu den schönsten Plätzen in Serbien zählen würde. Ich bin mal gespannt. Also, lass uns den mal angucken. Oder vielleicht hier auch sogar schlafen, wenn wir ein schönes Plätzchen finden. Der ist noch so 35 Kilometer von der Grenze entfernt, oder? Vielleicht 30. Oh, hier gibt es eine Eurovelo. Sowas wird dann nicht angezeigt von Komoot. So eine schöne Strecke, die parallel dazu verläuft. Das ist schon merkwürdig. Da hätte ich jetzt die Schnellstraße benutzt, ohne den Tipp. So, ich habe es gerade mal gegoogelt. Gott sei Dank gibt es hier WLAN, dass der Iron Curtain Trail, die Eurovelo 13, tatsächlich in die ungarische Stadt führt, wo ich hin will. Nach Szeged. Das heißt, wir können jetzt komplett durchfahren bis nach Ungarn. Und ja, Komoot hätte uns die Schnellstraße lang geführt. Also voll gut. Jetzt haben wir die nächsten 30 Kilometer Eurovelo. Ja, so schnell wir den Weg gefunden haben, haben wir noch wieder verloren. Weiß ich nicht. Mal gucken, ob wir noch mal wieder finden. Schade. Ich bin immer schlecht ausgeschildert. Ich habe jetzt gerade keine Lust weiter zu suchen. Ich gucke jetzt einfach mal. Vielleicht können wir auch heute Nacht einfach hier bleiben. Ich meine, da hinten ist noch einiges los an Leuten. Und da hinten sitzen noch Angler. Aber mal gucken, ob das alles verschwindet. Ich meine, wir haben jetzt, naja, 7:30, 9:30 wird es dunkel. Also in 2 Stunden. Mal gucken. Seht ihr das? Wie viele Mücken? Es wimmelt hier nur so von Mücken. Es wird, glaube ich, richtig ungeil werden. Ich habe mich schon eingesprüht, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das hilft. Irgendwie ist ja ein Full Party. Ich hoffe, dass die nicht so lange Party machen, weil das ist super laut.